Der Hype aktuell über das Handlaserschweißen ist enorm. Das Laserprinzip hat Einstein vorhergesagt. Ich kann das Licht sehr leicht dahin lenken, wo ich es brauche. Ich kenne ja ein bisschen die Schweißtechniken. Das Ganze ist ja kompakter geworden, weniger Wärmeeintrag. Die Schweißen sieht top aus. Der Laserstrahl ist gebündeltes Licht. Wenn ich an diesem Strahldurchmesser nichts ändere, dann bin ich da im Bereich von einem halben Millimeter vielleicht. Wer kann denn seine Bleche so gut positionieren? Ich habe jetzt schon etwas Handlaser geschweißt. Ich habe die Grenzen schon gesehen, die Möglichkeit gesehen. Du hast das Einsatzgebiet angesprochen. Gerade Edelstahl. Ich habe noch keinen Handlaser gesehen, wo eine Absaugung dran ist. Leute, vergesst hier die Sicherheitsaspekte nicht. Ist der Handlaser dann ein Jobkiller für die bestehenden Schweißer? Trotzdem brauche ich Know-how. Ja, ich muss eigentlich wissen, was da passiert. So, und wieder. Schön, dass ich endlich hier sein darf. Ich bin der Igor. Grüß dich, Emil. Man sieht, ich habe hier schon einige Fragen mitgebracht. Ich freue mich auf das Gespräch. Nee, super. Ja. Ich freue mich auch. Also ich bin der Igor, wir haben uns ja schon ein bisschen kennengelernt. Genau. Ich habe die Ehre heute, ich kann seine ganzen Titel jetzt nicht aufzählen, aber ihr kennt ihn schon, das ist ja sein Kanal. Ne? Für mich ist halt wichtig, dass du, ich darf ja du zu dir sagen, Weltprof, Professor in Laser, wie heißt das genau? In Lasertechnik. In Lasertechnik. Der Hype aktuell über das Handlaserschweißen ist enorm. Das ist ja, geht ja gerade in Deutschland extrem ab momentan, was ich persönlich auch miterlebe. Es haben sich mittlerweile sehr viele Fragen angesammelt. Ich habe die wichtigsten ausgesucht. Die habe ich dir heute mitgebracht, weil ich finde es sehr wichtig, dass ein Professor, ich glaube, wen kann man denn sonst noch fragen, diese Fragen korrekt beantwortet. Ich gebe mein Bestes. Ja? Dann, wenn du soweit bist, würde ich dich direkt schon mit der ersten Frage konfrontieren. Das Handlaserschweißen ist ja jetzt auf den Markt gekommen. Für viele ist das neu, die haben es nicht gesehen, die finden das hervorragend, wie das läuft und sind alle sehr begeistert. Aber ich glaube, dass das Laserschweißen an sich wahrscheinlich schon viel früher gegeben hat. Ja, also man kann... Als Professor kann ich natürlich immer auch die Theorie dann noch mal ein bisschen zitieren. Also letztlich das Laserprinzip hat Einstein vorhergesagt. Der hat schon das postuliert, dass es sowas geben muss. Ja. Realisiert erstmals hat es ein Amerikaner dann, Maymer, 1960. Und dann hat es aber wirklich noch gedauert, bis es mal Anwendungen gab. Ja? Also man hat zwar im Labor dann Lichtstrahl erzeugt mit einer Wellenlänge, das charakterisiert ja den Laser. Aber eigentlich hat es bis in die 70er Jahre gedauert, dann, bis es erste Anwendungen gab dann des Lasers. Aber seither, Ende der 70er, hat es angefangen. In den 80ern ging es schon Richtung Automobilindustrie. Da sprechen wir aber allerdings natürlich von wirklich automatisiertem Schweißen mit Laser als Werkzeug. Mir war schon klar, dass das schon etwas länger gegeben haben muss. Ich kenne ja ein bisschen die Schweißtechnik. Aber dass du so weit zurückgegangen bist, war mir nicht klar. Ne? Also das ist schon mal eigentlich eine Riesenentwicklung. Da frage ich mich, warum der Handlaser erst jetzt so auf den Markt kommt. Also hat, wie so oft, technische und wirtschaftliche Gründe. Das eine ist, auch da wieder, wenn man zurückgeht, die ersten Laser, das waren alles sogenannte CO2-Laser. Da war das laseraktive Gas, eben CO2. Das Ganze war sehr aufwendig, irre teuer. Kleine Stückzahlen. Ja? Das heißt, wer konnte sich das überhaupt leisten? Es musste riesen Vorteile bringen, überhaupt sowas einzusetzen. Ja, so hat es angefangen. Dann hat sich aber die Lasertechnik immer weiterentwickelt und heute, das sehen wir eigentlich überwiegend, zumindest mal in der Materialbearbeitung, Schweißen, Schneiden, Oberflächenbehandlung, sind eigentlich alles Faserlaser. Ja. Und die Faserlaser, die haben zwei Vorteile. Das eine, ich kann das Licht über eine Lichtleitkabel sehr leicht dahin lenken, wo ich es brauche. Ging beim CO2-Laser zum Beispiel nicht. Das musst du mit Spiegeln machen. Und das Zweite ist, die werden inzwischen in so hohen Stückzahlen hergestellt, dass auch die Kosten dann deutlich nach unten gingen. Und das war jetzt eigentlich auch vor ein paar Jahren dann der Beginn der Handlaser, dass du wirklich sagst, okay, was ist denn ein Schweißbetrieb zum Beispiel überhaupt in der Lage, sich zu leisten? Für ein handwerkliches Verfahren, da kann er nicht irgendwie 100.000 € investieren. Wenn das damals gereicht hätte. Wenn das damals gereicht hätte, ja. Also man war sehr lange, kann man mal so als Merkregel sagen eigentlich, 1 Kilowatt Laserleistung gleich 100.000 €. Das galt wirklich über viele Jahre. Und jetzt heute ein Handlaser, das geht bei günstigen Systemen schon so langsam so Richtung 10.000, 15.000 € los bis 20.000, 25.000, 30.000 € je nach Leistung. Und da ist man im Bereich
meiner Meinung nach immer schon noch deutlich über jetzt im manuellen Schutzgasschweißverfahren. Aber das ist nicht mehr so weit weg, dass es nicht ein guter Handwerksbetrieb, bei dem es gut läuft, oder ein Industriebetrieb, dass er sich das nicht mal leisten kann und es vielleicht auch mal ausprobiert. Ja, sehe ich genauso, absolut. Vor allen Dingen, das Ganze ist ja kompakter geworden, es ist handlicher, es hat mal die Größe eines Schweißgerätes. Vorne hast du genauso eine brennende Pistole. Zu wichtigen Punkten wie die Sicherheit, dazu kommen wir gleich. Genau, das passt ja. Ne? Da kommt schon der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Genau, im Handlesebereich, wo ich jetzt so Erfahrung gesammelt habe, war eher im Dünnblechbereich. Ist natürlich sehr praktisch. Du hast weniger Wärmeeintrag, das verzieht nicht so stark, wenn alles gelaufen ist. Die Schweiß, das sieht top aus. Aber das ist immer im Bereich so von 1 bis 4 Millimeter. Würdest du sagen, ist da jetzt im Handbereich erstmal Schluss? Oder können wir Richtung Brückenbau, 10er Flacheisen, weil mit den jetzigen Handlesern glaube ich nicht, dass das möglich ist. Hat das Zukunft? Wie siehst du das? Ja, das kann in die Richtung gehen. Ich würde es aber noch nicht als gesichert ansehen. Man muss halt auch sehen, heute die Systeme, die jetzt als Handlaser auf dem Markt sind, gehen so bei 500 Watt an bis 2 Kilowatt. Richtig. Ja. Und da ist man dann eben auch in diesem Kostenbereich. Das ist einfach dann technisch begrenzt. Mit 2 Kilowatt Laserleistung ist man eben genau da, so wie du es gesagt hast, scheint sich auszukennen mit Schweißen, bei diesen 2 bis 4 Millimeter Einschweißtiefe. Ja, und die Handlaser, die sind auch nicht so gut fokussierbar wie jetzt so ein wirkliches, jetzt mal Industrielaser. Das heißt, ich kann den nicht so gut fokussieren, ich komme aber dann auch nicht in diesen sogenannten Tiefschweißeffekt rein. Ja, das heißt, die Einschweißtiefe ist dann irgendwo begrenzt, das läuft über Wärmeleitung ab. Ein bisschen Physik muss auch immer sein, kann ich nicht ohne. Ja. Und dann hört es dann einfach auf. Natürlich gibt es auch Faserlaser ja heute, 4 Kilowatt, 8 Kilowatt. Das ist kein Thema. Nur ist es dann von den Kosten her noch überhaupt interessant, das manuell zu machen? Und dann kommt natürlich auch das Thema Sicherheit. Ja, wenn, ich sag mal, ich plötzlich eine Reflexion irgendwo habe und habe 1 Kilowatt Laserleistung und es streut ja vielleicht noch dann, wenn es reflektiert, dann kommt vielleicht am Körper oder was besonders kritisch ist, am Auge dann nicht mehr so viel Leistung an. Trotzdem hochkritisch. Ja. Ich muss unbedingt mit einer Laserschutzbrille arbeiten. Aber wenn ich im Bereich dann 3, 4 Kilowatt bin, würde ich sagen, ist es eigentlich manuell dann auch nicht mehr beherrschbar. Richtig, ja. Sehe ich auch so, weil ich stelle mir gerade vor, wenn ich da eine Brücke schweißen will und ich muss ein AMAS, sagen wir mal, ein AMAS von 6 mm haben, übertrieben gesagt. Das heißt, ich bräuchte einen Kernstab, den ich da verschweiße, weil es ist ja ein halbautomatischer Prozess. Da müsste ja, keine Ahnung, 4 mm Zusatz kommen und dann ist es nur 10 kW Faseranlage, die das Ganze auch noch da reinbrennt. Und dann habe ich wahrscheinlich so ein Ding, das ist, glaube ich, jetzt aktuell mit den Möglichkeiten, robotertechnisch vielleicht, aber ich glaube im Handbereich muss man jetzt aktuell ganz klar sagen, 1500 bis 2000 Watt im Handbereich, wenn alles passt. Ja. Und dann reden wir von 4, maximal 6 Millimeter. Ja, sehe ich genauso. Man sieht ja auch die Systeme, das sind ja wie so handgeführte Pistolen, sehr oft mit einer Drahtzuführung. Das kann ich gerade noch handhaben. Ja. Aber auch da muss ich ja sagen, heute trotzdem ist ja der Laserstrahl ist gebündeltes Licht und wenn ich an diesem Strahldurchmesser nichts ändere, dann bin ich da im Bereich von einem halben Millimeter vielleicht. Wer kann denn seine Bleche so gut positionieren, und du bist Schweißer, ja, dass ich wirklich einen Spalt habe, sicher, der kleiner als einen halben Millimeter ist und es fällt mein Laserstrahl durch. Ja. Das heißt, entweder muss ich heften oder ich muss spannen. Was macht man? Da haben sich die Laserhersteller schon was einfallen lassen. Man nennt das dann die wobbelnden Strahl. Das heißt, der Strahl rotiert etwas, dass ich einfach eine bessere Anbindungsbreite habe, dass die beiden Bleche an der Seite dann aufgeschmolzen werden. Das hilft, verringert aber schon die Geschwindigkeit, weil was ich eben zur seitlich bewege, das habe ich weniger an Vorschub. Das heißt, auch da, Thema Spaltüberbrückbarkeit, ist ein Thema, da hat der Laser einfach Nachteile gegenüber den klassischen Schutzgasschweißverfahren. Absolut. Kann ich jetzt in diesen Versuchen, die ich gestartet habe, ich habe jetzt schon etwas Handlaser geschweißt, ich habe die Grenzen schon gesehen, die Möglichkeiten gesehen. Man muss hier für den Handlaser aktuell, was man so auf dem Markt bekommt, 2 mm, 3 mm Chrom-Nickel-Stahl, ohne Verzug, lange Schweißnähte, lange Kehlnähte, Stoßnähte, wo der Zusatz automatisch läuft und du hältst einfach die Pistole. Wo das gegeben ist, die Zugänglichkeit, ist das perfekt. Das kannst du mit MIG, mit WIG aktuell, glaube ich, so gar nicht
machen. Sehe ich auch so in der Geschwindigkeit auf keinen Fall. Genau, aber jetzt kommt halt oft, genau, da kommt der Luftspalt. Ich habe einen 1 mm Zusatz, habe einen Luftspalt von 1,2. Falle ich durch, das kriegst du gar nicht gehandelt. Auch dieses Wobbeln, wenn wir das Wobbeln nicht hätten, wir hätten jetzt nur, also quasi den Laser, der wird mir ja schneiden. Klar, er muss drüber fahren. So, jetzt habe ich aber den größeren Luftspalt oder die Bleche sind nicht so optimal vorbereitet, dann ist da auch schon Schluss. Da ist auch schon die Grenze gegeben. Das geht dann entweder auf die Geschwindigkeit oder eben dann auf die Nahtqualität. Ja. Auch da, mal ein WIG oder auch ein Mic-Mac-Schweißer modelliert ja zum Teil die Nähte, gerade die schwierigeren. Ja, schafft er das mit dem Handlaser genauso. Der Draht wird automatisch zugeführt. Da sind einfach die Begrenzungen. Ja. Du hast das Einsatzgebiet angesprochen, sehe ich ähnlich. Edelstahl, Aluminium, Dünnblechbereich. Gerade Edelstahl. Ich habe noch keinen Handlaser gesehen, wo eine Absaugung dran ist. Die Leute vergessen es auch ganz oft. Oh, das ist ja super. Ich sehe ja gerade, vielleicht noch mal so einen kleinen Laserpointer, damit ich weiß, wo ich überhaupt schweiße. Ist ja gar kein Rauch da. Ich habe auch keinen Rauch. Nur ich schmelze ja trotzdem einen Zusatzdraht aus Chrom-Nickelstahl auf. Ich schmelze den Grundwerkstoff auf und es wird da Schweißrauch da sein. Der ist auch da. Definitiv. Und dann ist auch Chrom 6 in der Luft. Und da denke ich, da muss man auch ein bisschen drüber sprechen. Leute, vergesst hier die Sicherheitsaspekte nicht. Aber da müssen wir auch direkt das WIG-Schweißen aufgreifen hier. Deswegen gibt es ja auch diesen Fume-Brenner von euch, weil viele WIG-Schweißer, was die nicht sehen, dieses ionisierte Gas, Chromate, die da hochkommen, das siehst du nicht, die riechst du vielleicht im ersten Moment nicht, also ist da nichts Schlimmes. Aber das ist ja genau die Gefahr. Richtig, klar. Kann man elegant dann machen, eben mit so einem Brenner mit integrierter Absaugung. Ja. Wäre für mich so ein Punkt zu überlegen. Sollte man sicherlich mal an eine Entwicklung gehen. Könnte man sich ja genauso vorstellen, von einem Handlaserkopf mit integrierter Absaugung. Aber zumindest müsste man ja mal dem Handlaserschweißer auch mal vielleicht einen belüfteten Helm aufsetzen. Ja. Er braucht auf jeden Fall eine Laserschutzbrille. Ich habe viele YouTube-Videos angeguckt, die arbeiten ohne Schutzbrille. Zum Teil ohne Handschuhe, besten noch mit kurzer Hose, ja, weil das so alles einfach ist. Ja. Und also es wird von ersten Unfällen schon berichtet, spätestens wenn Laserstrahlung ins Auge geht. Und da ist es eigentlich wirklich kritisch. Es ist einfach die Gefahr da ist man halt wirklich sofort erblindet und da reichen schon einige Watt. Ja, das heißt, wir hatten es vorhin schon mal, der fokussierte Laserstrahl trifft auf ein blankes Edelstahlblech. Ich habe zwar diese Kontaktierung, dass der Kopf aufgesetzt sein muss, nur wie schräg kann ich denn kippen? Und wie viel reflektiert dann und wo trifft es dann auf? Das ist einfach die Frage. Man sollte dann nicht ohne die persönliche Schutzausrüstung zum Laserschweißen rangehen. Du hast auch quasi schon direkt den nächsten Punkt beantwortet. Die Sicherheit sehe ich genauso. Also ich würde mindestens keine ganz günstige, sondern eine vernünftige Brille, die diese Wellenlänge abfängt, ja, die richtig Schutz hat. Das heißt, wenn der Laser wirklich, weil er hingeht, ein paar Sekunden hält, also eine richtig ordentliche Brille, das gibt es auch eine Vorschrift, dass auch keine Reflexion von den Seiten kommt, drüber Automatikhelm, Schutzkleidung mindestens mal eines Schweißers, dass wenn eine Reflexion kommt oder irgendwas nicht durchgeht, ich sollte alleine sein da, wo ich bin, wo ich arbeite, dann besteht nicht die Gefahr, dass ich jemand irgendwo hinschieße. Ich arbeite in eine Richtung, am besten, wo eine Mauer ist oder nichts ist. Kabine, wie beim Roboterschweißen, ne? Letztlich ja. Also man muss auch da sehen, wenn man dann auf die verschiedenen Systemanbieter geht, ich nenne es mal Qualitätsanbieter, die empfehlen genau das, was du gerade gesagt hast. Ja. Eigentlich müsste man in geschlossene Kabine gehen, weil das Streulicht, das kann irgendwo hingehen und vielleicht ist dann der Schweißer geschützt, aber der neben ihm steht und vielleicht das nächste Bauteil vorbereitet, den trifft es dann und das muss man einfach vermeiden. Ja, aber die Zukunft wird es zeigen. Und wie wir das kennen, wir Menschen sind ja bequem. Wir vergessen gerne Sachen. Die Vorschrift ist da, aber dann wird auch schnell ignoriert. Und ich hoffe, dass deswegen machen wir das Video auch, Sicherheit eigentlich der wichtigste Punkt einer ganzen Geschichte ist. Deswegen wurde das bis jetzt nur mit Robotern entwickelt. Weil willst du das denn sonst handeln? Ja, dass da die Sicherheit an erster Stelle sein muss. Ja. Das muss ganz klar sein. Auf jeden Fall. Also da sind Menschen eben dabei. Es ist eine manuelle Tätigkeit. Muss man auf jeden Fall die Anwender sensibilisieren. Genau. Ich finde, der größte Gefahrenpunkt ist folgender. Du hast den Laser in der Hand und sagen wir, du hast Kontakt zum Werkstück. Da gibt es ja Sicherheitspunkte, die abgefragt werden von der Maschine. Aber es gibt trotzdem die Möglichkeit, du bist quasi am Tisch, du hast Kontakt, der Laser ist da, du drückst ab und du siehst erstmal nichts, das passiert ja gar nicht, du siehst ihn ja nicht. Aber dass da unten dein Fuß ist und daneben Beton abplatzt,
dann hast du eine Ahnung, was da passiert. Ne? Ganz genau. Und das ist halt sehr gefährlich und das ist, was unterschätzt wird. Ich finde, das ist eigentlich der Knackpunkt einer ganzen Geschichte. Ja. Das und dann, es wird sich zeigen, also ich denke, es wird sich da einen Anwendungsbereich finden. Wird es jetzt das Wickszweißen, weil dagegen geht es heute eigentlich meistens, wirklich ersetzen? Ich glaube es nicht. Wir haben immer noch einen sehr großen Preisunterschied, auch wenn die Handlasersysteme sicher noch weiter runterkommen. Aber ich bin ja heute bei unter 1.000 Euro kriege ich auch eine vernünftige Wick-Ausrüstung zum manuellen Schweißen. Ja, und ich bin, auch wenn ich auf 10.000 Euro komme, der Faktor 10, das muss ich erstmal rechnen. Natürlich kann ich mir das mal hinstellen. Ich kann auch sicherlich ein paar Bauteile damit in sehr guter Qualität schweißen. Kann ich wirklich alles damit machen? Ich bezweifle das noch ein bisschen. Das heißt, meine Frage wäre ja hierzu gewesen, ersetzt eigentlich der Handlaser, weil er jetzt so toll ist und er sieht ja so toll in den Videos aus, ersetzt er das konventionelle Schweißen? Ich rede von autogen, Elektrodeschweißen, auch immer noch aktiv. Wick, Mack, Plasma. Ich denke nicht. Es ist jetzt ein zusätzlicher Part dazugekommen, der schon gegeben war, nur im automatisierten Bereich. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das mit der Hand zu machen. Nein, bin ich absolut deiner Meinung. Jedes Verfahren wird seinen Bereich behalten. Da wird mal ein bisschen oben was dran geknabbert oder unten. Das Autogenschweißen war auch schon oft totgesagt. Da, wo die Qualität ausreicht, ja, dann wird das auch noch eingesetzt. Plasma war mal eine Zeit lang ein Hype, Plasmaschweißen. Ja, hat aber auch seine Nische gefunden in ganz hochwertigen Schweißanwendungen, Luft- und Raumfahrtindustrie zum Beispiel. Ist auch nicht verdrängt worden. Und Wick-Mack über die höhere Produktivität hat man Befürchtungen mal gehabt, dass es vielleicht Wick ersetzen wird. Genauso wenig, ja, weil da fehlt eben dann die Qualität. Ja. Und da wird sich auch meines Erachtens dann das Handlaserschweißen dann einordnen. Ja. Wie siehst du das in puncto, ich bringe jetzt mal zwei Sachen zusammen. Junge Menschen kommen jetzt dazu. Wie siehst du das mit Nachhaltigkeit für den Schweißer? Wie siehst du das mit Erfahrung, damit er damit arbeitet? Ist der Handlaser dann ein Jobkiller für die bestehenden Schweißer? Wie viel Schweißer muss ich sein, um ihn zu bedienen? Weil heute kriegst du ja keine Mitarbeiter, heute kriegst du keinen erfahrenen Wick-Schweißer, der 20 Jahre Erfahrung hat, die ich brauche, um das Bauteil zu schweißen. Ja. Also ich glaube, die Handfertigkeit, das ist ja gerade das Thema, brauche ich vielleicht etwas weniger dann bei diesen Prozessen. Ich muss eben meine Bauteile sehr gut heften oder sehr gut spannen und dann kann ich eben bei diesen speziellen Anwendungen schöne, lange, gerade Nähte, da ist es wirklich einfach zu erlernen. Die Handpistole ist relativ leicht, also auch da ist es immer kein schwerer Job. Also wer mal mit einem schweren Mackbrenner mal über Kopf mal 2 Stunden gearbeitet hat, das möchte ich eigentlich nicht unbedingt machen, vielleicht als junger Mensch. Also von daher, es ist eine leichte Arbeit. Bei den, ich finde, dann geeigneten Anwendungen brauche ich auch weniger Handfertigkeit. Und es ist halt auch natürlich so ein bisschen hip, das Thema, ich schweiße ja Laser, ich schweiße nicht irgendwie Wick oder sowas. Ja. Also ich denke schon, man kann das dann dadurch auch attraktiver machen, den Beruf des Schweißers. Trotzdem brauche ich Know-how. Ich schmelze einen Werkstoff auf. Ja, ich muss eigentlich wissen, was da passiert. Ja, und er starrt dann auch wieder. Ja, das lerne ich beim Wick-Schweißen und beim Wick-Mack-Schweißen. Worauf muss ich achten? Ja, ist es jetzt ein Baustahl? Ist es eine Aluminiumlegierung, wo ich vorsichtig sein muss? Ist ja beim Laser nicht anders. Ich habe eher vielleicht in manchen Bereichen sogar noch Probleme, weil es eben schneller dann auch abkühlt. Es wird schneller erhitzt. Ja, ich kann schneller schweißen, aber auch die Abkühlung, die Erstarrung ist schneller. Kann zum Beispiel zu Heißrissproblemen führen beim Aluminium. Hat man sich jetzt hier noch nicht angeguckt. Fast alles, was man sieht, sind dünne Edelstahlbleche. Da ist es relativ unproblematisch. Das heißt, das war der Punkt auch mit der Streckenenergie. Ja. Da sollte man vielleicht in einem separaten Video genau darauf eingehen, weil es ist sehr viel theoretisch. Okay, super. Noch eine kleine Sache, unbedingt. Kostenfaktor, die Wirtschaftlichkeit eines Lasers, weil der verbraucht auch sicherlich Strom. Er hat gewisse Anschaffungskosten. Und gegenüber, wie du schon erwähnt hattest, haben wir die Wick-Maschine, die ich überall einstecken kann. Die Ausrüstung kostet 1.000 Euro. Ja, und dann habe ich gegenüber einen Kleinwagen stehen. Aktuell muss man eben sagen, Größenordnung 20.000 Euro, sagen wir mal, auf bis 30.000 Euro hoch, wenn ich ein Qualitätssystem, was ich immer empfehlen würde, wirklich nehme. Das ist das eine, zahlt sich das wirklich aus. Und dann habe ich
Strom tatsächlich, weil der Wirkungsgrad eines Lasers, jetzt von diesen Faserlasern, der liegt etwa bei, also Steckdosenwirkungsgrad 50%. Mehr ist eigentlich über die Physik nicht möglich. Eine WIC-Maschine bin ich eben bei einem schönen kleinen Inverter, bin ich bei über 90%. Das habe ich auch auf dem Schirm gehabt. Wirkungsgrad bedeutet ja die Effektivität. Wie viel verbrauche ich? Dann muss man aber, wenn man dann jetzt sich den gesamten Prozess anschaut, muss man schauen, wie lange hat der WIC-Schweißer jetzt gebraucht. So, dann kommt wieder dieser Part dazu. Und dann kommt der Roboter dazu. Dann kann man ab 1000 Stück ja anders kalkulieren, ganz klar. Ja, und wie siehst du die Zukunft des Handlasers, was die Kosten angeht und überhaupt? Die Kosten werden sicherlich weiter nach unten gehen. Also gerade auch in Asien, aber auch in Amerika, da boomt es ja eigentlich noch mehr. Die waren noch etwas früher als wir hier in Europa. Also mehrere tausend Systeme gehen da im Jahr in den Markt. Auch da muss ich mal wieder die Relation ziehen. Im Vergleich zu WIC-Maschinen, da geht sicherlich ein Faktor 10 bis 50, größenordnungsmäßig mehr in den Markt. Also bei allem Hype, ja, aber klar, wenn ich halt 1000 Handlaser mal 20.000 Euro nehme, ist es natürlich ein anderer Umsatz, als wenn ich die 1.000 Euro von der WIC-Maschine mal 30.000 Systeme. Ja. Und trotzdem, aktuell ist es noch eine Nische. Ich denke, es wird sich einen Platz erobern, aber wirklich diese Verdrängungsangst, glaube ich, die müssen wir nicht haben. Danke. Danke, du hast mir viele Fragen beantwortet. Fand ich sehr, sehr interessant. Super, gerne, freut mich. Denk mal, das waren auch genau die Fragen, die eigentlich so aus der Community zu dem Thema bei uns ankommen. Und wenn wir dann weiterleisten können, dann haben wir unseren Job gemacht. Ich würde es gerne nochmal wiederholen zu einem neuen Thema. Aber gerne. Vielen Dank. Super.